Immer mehr Bereiche aus der traditionellen Finanzwelt finden in den DeFi-Bereich, weil extrem kluge Köpfe auch dafür eine Lösung gefunden haben. Somit sind sie für jedermann verfügbar und dezentral ansteuerbar. Ein Protokoll, welches immens nützliche Instrumente anbietet, stellen wir euch heute vor. Verpasst das also nicht, denn uns hat es wirklich umgehaut. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es ist mal wieder passiert. DeFi hat es geschafft, bei uns Euphorie und Faszination auszulösen. Warum? Hierfür müssen wir etwas weiter ausholen. Über den Besuch eines Online-Derivate-Gipfels sind wir auf ein ganz spezielles Protokoll aufmerksam geworden. Die Entwickler dieses Protokolls haben sich die Frage gestellt, was denn wäre, wenn Investoren ihre Staking Rewards, die ja grundsätzlich variabel, also schwankend sind, fixieren könnten. Das gleiche auch für die Zinsen von Kreditnehmer gilt und sogar noch mit den in diesem Protokoll entwickelten Instrumenten, die Arbitrageure und Spekulanten auf Zinswetten befriedigt werden könnten. Sogenannte Interest Rate Swaps sind im traditionellen Finanzbereich sehr, sehr beliebt und können jetzt tatsächlich auch dezentral über das IPOR-Protokoll genutzt bzw. angesteuert werden. Wir finden dieses Protokoll so dermaßen faszinierend, dass wir jetzt in den nächsten Wochen eine Videoreihe sogar aufnehmen werden, welche aus voraussichtlich 4 verschiedenen Videos besteht. Wir werden uns heute erst einmal ganz allgemein das Protokoll für euch angucken, werden euch auch die konservativste Möglichkeit vorstellen, mit diesem Protokoll für euch Renditen zu erzielen und werden dann noch in den 3 nachgehenden Videos einmal auf das Thema Hedging, Spekulation, aber auch Arbitragegeschäfte mit den Interest Rate Swaps des IPOR-Protokolls genauer darauf eingehen. Bevor wir reinstarten, noch eine kurze Bitte, wenn ihr es schätzt, dass wir euch mehrmals pro Woche diese hoffentlich sehr mehrwerthaltigen Inhalte zur Verfügung stellen, dann einfach nur einen Daumen hoch hinterlassen. Das würde uns sehr beim Kanalwachstum helfen. Jetzt geht es auch gleich los mit der Protokollübersicht. Und hier sind wir auch schon auf der Homepage des IPOR-Protokolls. Ein Protokoll, welches von Entwicklern ist, die hauptsächlich in Zug in der Schweiz angesiedelt sind. IPOR steht hier für Inter-Protocol Over-Block Rate und das IPOR-Protokoll hat als Kernstück des Protokolls einen Index entwickelt, der die Zinshöhe aus verschiedenen Protokollen, hauptsächlich Lending-Protokollen, aggregiert, somit transparent und vergleichbar macht. Und dieser Index vergleichbar ist mit dem Euribor-Index bzw. dem Libor und so weiter und so fort. Wir aber hier aus der Vergangenheit immer wieder festgestellt haben, dass gerade solche Indikatoren oder solche Indizes wie Euribor oder Libor, bedingt durch die Tatsache, dass sie zentral verwaltet werden, anfällig für Manipulationen sind, natürlich. Wenn etwas manipuliert werden kann, dann wird es das früher oder später auch. Das kennen wir aus dem traditionellen Finanzbereich relativ gut. Und hier wollte sich das IPOR-Protokoll einfach mal der Aufgabe widmen, dass eben so ein Index nicht wieder zentral organisiert wird, sondern man könnte sagen, als vollkommen transparentes, dezentrales und öffentliches Gut der Masse zur Verfügung gestellt wird, bei dem man sich eben darauf verlassen kann, dass hier keinerlei Manipulation oder anderweitigen Schmuh betrieben wird. Wenn wir uns mal den IPOR-Eintrag auf DeFi-Lama angucken, dann werden wir erkennen, dass das Protokoll bereits seit Mitte 2022 bei DeFi-Lama zwar gelistet ist, somit auch schon über 2 Jahre existiert, beziehungsweise jetzt knapp 2 Jahre existiert, aber auch noch nicht arg zu groß ist. Es gibt hier tatsächlich nur etwas mehr als 9 Millionen US-Dollar Total Value Locked, obwohl er auch schon in der Spitze mal an 44 Millionen geknabbert wurde, aber seitdem ist das Total Value Locked wieder ordentlich abgefallen. Meines Erachtens jedoch momentan vollkommen zu Unrecht. Hier ist definitiv noch zu erwähnen, dass die Codebasis grundsolide ist. Ich habe mir mal ein paar Audits angeguckt. Hier wurden tatsächlich schon seit 2022 11 Audits durchgeführt, die, wie schon gesagt, alle grundsolide sind und auch darauf schließen, dass das Protokoll grundsätzlich einmal profitabel arbeitet, weil natürlich auch so viele Audits irgendwann einmal bezahlt werden müssen. Was ist denn möglich mit dem IPOR-Protokoll denn grundsätzlich zu tun? Dieses Protokoll bietet ein Derivat an, sogenannte Interest Rate Swaps oder Staking Rate Swaps, mit denen man Zinsen bzw. die Staking Rewards
seiner Positionen fixieren kann. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ihr bei Landing-Protokollen aktiv seid und dort zum Beispiel etwas ins Landing reingebt oder einen Kredit aufnehmt, dann habt ihr die Möglichkeit, über die Interest Rate Swaps von IPOR diese Zinsen zu fixieren auf einem gewissen Level. Andererseits ist es aber auch so, wenn ihr zum Beispiel ins Ether Staking reingeht, auch ins Liquid Staking reingeht, dann ist es ja auch so, dass die Ether Staking Rewards schwanken. Kommt immer darauf an, wie gut das Netzwerk ausgenutzt wird oder ausgelastet ist. Und hier gibt es ebenfalls über die sogenannten Stake Rate Swaps die Möglichkeit, die Staking Rewards auf einem gewissen Level für eine gewisse Zeit zu fixieren und somit natürlich für das Lending, für das Borrowing, aber auch für das Staking die Erträge bzw. Kosten vorhersagbar und kalkulierbar zu machen. Relativ am Anfang des Videos haben wir euch schon verraten, dass ebenfalls mit diesen Interest Rate und Stake Rate Swaps Arbitrage, aber auch Spekulationsgeschäfte möglich sind. Wir werden, wie schon gesagt, in den folgenden Videos ganz genau darauf eingehen, wie ihr diese konkret nutzen könnt, um diese Strategien auch umsetzen zu können. Abonniert also definitiv diesen Kanal, wenn euch die zukünftigen Videos interessieren, damit ihr das überhaupt nicht verpasst. Die Automated Market Makers, die hinter diesen Instrumenten stehen, die sorgen eben dafür, dass ein Gleichgewicht zwischen dem Protokoll und den Tradern und den Investoren besteht. Und wir werden uns heute einfach mal die dahinter liegenden Liquiditätspools gemeinsam angucken, um eine, ich würde mal sagen, recht konservative, aber trotzdem gewinnbringende Möglichkeit euch aufzuzeigen, wie ihr das Protokoll für euch nutzen könnt. Also starten wir gleich mal rein. Wir sind jetzt hier in der Earn-Sektion des IPOR-Protokolls. Wichtig zu wissen ist, dass das IPOR-Protokoll zum einen auf Ethereum, aber auch auf Arbitrum genutzt werden kann. Das ist natürlich für alle, die mit etwas kleineren Beträgen hier sich engagieren wollen, sehr, sehr von Vorteil, weil natürlich die Transaktionskosten um einiges geringer sind. Nochmal kurz zur Auffrischung, wie das dann grundsätzlich mit Liquiditätspools vonstatten geht oder wofür diese hier sind und welchen Zweck und welche Aufgaben diese erfüllen. Wie bei jeder DeFi-Derivate- und Trading-Plattform ist es so, dass der Liquiditätspool immer als Kompensator für die Gewinne und die Verluste des Protokolls herhalten muss. Das heißt, wenn irgendjemand ein Derivat nutzt, also ein Trader, dieses Instrument gewinnbringend nutzt, müssen ja die daraus entstehenden Gewinne irgendwo herkommen. Und diese werden natürlich aus dem Pool heraus bezahlt. Das bedeutet also in der Konsequenz, dass die Trader Gewinne, die Pool Verluste sind. Oder anders ausgedrückt, wenn die Trader gewinnen, verliert der Wert des Liquiditätspools. Aber genauso andersrum, wenn die Trader Verluste machen, dann sind das für den Liquiditätspool Gewinne und der Wert des Liquiditätspools steigt an. Und wenn jemand Liquidität in diese Liquiditätspools einspeist, dann muss er natürlich für dieses eingegangene Risiko kompensiert werden. Einmal in Form dieser möglichen Kursgewinne, aber auch noch über andere, optimalerweise anders anfallende Gewinne. Und da werden wir jetzt etwas genauer drauf zu sprechen kommen. Wichtig zu wissen ist hier, dass es zwei verschiedene Arten von Geschäften hier gibt. Das hatten wir euch vorher schon erzählt. Es gibt einmal diese sogenannten Interest Rate Swaps, aber auch die Staking Rate Swaps. Die Stablecoins sind grundsätzlich Counterpart für die Interest Rate Swaps und die Ether Staking Derivate und auch zum Teil Liquid Staking Derivate sind der Counterpart für die Staking Rate Swaps. Das heißt, ihr könnt hier in die Stablecoin Pools auch tatsächlich immer nur mit Stablecoins rein, wobei das nicht komplett stimmt. Es gibt eine Funktion, dass ihr mit anderen Kryptowährungen einsteigen könnt, aber diese werden automatisch konvertiert in Stablecoins und ihr habt dann auch quasi eine Wertentwicklung, ein sogenanntes Exposure von Stablecoins. Genau das gleiche gilt auch für die Ether Liquidity Pools. Ihr könnt auch mit verschiedenen Kryptowährungen einsteigen, aber es wird immer zu guter Letzt in Staked ETH oder WE ETH umgewandelt und ihr habt dann auch die Wertentwicklung von ETH im Hintergrund mit dabei. Das heißt, hier sind definitiv die Wertschwankungen von Ether noch mit dabei. Bei Stablecoins ist es tatsächlich so, dass über die hinzugefügte Kryptowährung keinerlei zusätzliche Kursrisiken entstehen, wie es eben bei Stablecoins gang und gäbe ist. Wir gehen jetzt mit euch einmal zusammen die Bestückung eines Liquiditätspools durch, damit ihr mal seht, wie dieser Vorgang an sich abläuft. Was irrsinnig positiv ist, ist der Umstand, dass das IPOR-Protokoll hier im Bereich Nutzererfahrung einen massiv guten Job gemacht hat. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, die ganzen Schritte manuell durchzuklicken. Das ist gerade für diejenigen, die sich jetzt nicht die kompletten Dokumente zu Gemüte geführt haben, relativ schwierig und nicht wirklich selbsterklärend. Zumindest haben wir das so empfunden. Es gibt ja aber einen sogenannten Zap-In oder eine Zap-In-Funktion, die diese ganzen Schritte automatisiert und ihr im Grunde genommen mit 2 bis 3 Klicks alles erledigen könnt. Genau das machen wir für euch jetzt, werden euch aber trotzdem
die einzelnen Schritte noch einmal zeigen, damit ihr auch wisst, was im Hintergrund vor sich geht. Wenn ihr euch also dazu entschlossen habt, hier zum Beispiel in einen Stablecoin-Pool zu investieren, nehmen wir hier einfach mal den USDT-Pool, dann machen wir hier mit Zap-In und dann ist es so, dass hier erstmal eine Kryptowährung auswählen können, die wir zum Einzahlen verwenden möchten. Das bedeutet also, wir können hier irgendeine Kryptowährung verwenden, die aber dann beim Einzahlen, also beim Zap-In, automatisch in USDT konvertiert wird. Wenn wir uns hier zum Beispiel für Ether entschieden haben, können wir zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Ether her. Und dann ist es so, dass hier euch die Wahl überlassen wird, welche Rendite ihr in diesem Pool haben wollt. Was bedeutet das konkret? Die grundlegende Rendite, also die reale Rendite, die der Pool liefert, die bekommt ihr von vornherein, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Das heißt, da geht ihr einfach nur mit eurer ursprünglichen Kryptowährung rein, verbindet eure Wallet, macht das Zap-In und die ganze Angelegenheit ist erledigt. Ihr seht hier, dass ihr im Endeffekt einmal native USDT-Rewards bekommt aus den realen Renditen, die dieser Liquiditätspool generiert. Und dann bekommt ihr, bedingt durch die Tatsache, dass die Nutzung dieses Protokolls von IPOR incentiviert wird, den protokolleigenen Token IPOR ebenfalls mit gut geschrieben, sodass diese beiden Zahlen zusammengerechnet dann diese knappen 10% Rendite auf euer Stablecoin-Engagement ist. Und jetzt wird die ganze Sache relativ spannend. Ihr könnt, wenn ihr diese IPOR-Token des Protokolls ins Staking reingebt, eure eigene Rendite aufbessern. Das bedeutet hier zum Beispiel, dass ihr sagen könnt, dass wenn eine gewisse Anzahl, zum Beispiel in diesem Fall 362 Stück von dem IPOR-Token in Staking gegeben wird, der Preis von dem IPOR-Token, der steht jetzt momentan etwa bei 65 US-Cent zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos. Das heißt, das sind hier etwa 250 US-Dollar, wie man sieht. Wenn man hier also 250 US-Dollar zusätzlich an IPOR-Tokens kauft und die ins Staking reingibt, dann ist es so, dass man seine Rendite schon auf 16,6% steigern kann, was nicht zu vernachlässigen ist. Und man kann hier die ganze Sache natürlich auf die Spitze treiben, indem man auch die maximale Rendite herausholen kann, die bei über 53% liegt. Da muss man aber natürlich auch schon eine gewisse Menge an diesen IPOR-Token gekauft und ins Staking gegeben haben. Grundsätzlich ist es so, dass bei dem Zap-In hier, wenn ihr diesen Schieberegler betätigt, ein Teil eures Kollaterals, also von diesem ursprünglichen einen Ether, etwas weggenommen wird und genau der Anteil an IPOR-Token gekauft und wieder ins Staking reingegeben wird. Wenn wir hier jetzt also diese ausgewählte Rendite von 41% hernehmen, dann ist es so, dass von unserem ursprünglichen Ether, der momentan 3.400, lass uns mal gerade gucken, der momentan 3.400 US-Dollar Wert hat, genau wie hier, wenn wir jetzt wieder auf unsere 44% gehen, ein gewisser Teil verkauft wird zugunsten der IPOR-Token und die dann als Gegenwert hier gleich ins Staking reingelegt werden. Das heißt, mit dem Zap-In wird einmal erster Schritt vorgenommen, das Einzahlung des Ethers als Kollateral, gleichzeitiger Umtausch in USDT. Ein Anteil von dem USDT wird wieder verkauft, um den IPOR-Token zu kaufen und dann gleichzeitig den IPOR-Token ins Staking zu gehen, damit ihr in den Genuss dieser höheren Rendite kommt. Und hier ist natürlich gleich mal zu erwähnen, dass das ein brutaler Use Case für den IPOR-Token ist. Warum? Weil ihr hier einen Anreiz habt, die Staking-Rewards in Form von IPOR-Tokens nicht einfach zu verkaufen, sondern wiederum ins Staking reinzugeben. In dem Positionsmanagement gibt es eine Funktion, wo ihr automatisch claimen und wieder anlegen könnt. Das heißt, wo dann eine Aktion dazu führt, dass geclaimt wird, dass wieder angelegt wird und ihr gleichzeitig seht, in welche Renditeerhöhung diese Aktion mündet. Das hat das IPOR-Protokoll super genial gelöst und einen richtig schönen Anreiz eben damit erzeugt, den Token nicht zu verkaufen, somit auch einen kontinuierlichen Nachfragedruck nach der Währung zu erzeugen, was natürlich dazu führen könnte, dass der Token in naher oder ferner Zukunft ordentlich durch die Decke gehen könnte. Jetzt kommt aber noch ein wirklich kritischer Aspekt. Wie haben sich denn die Liquiditätspools in der Vergangenheit verhalten? Denn diese Renditen von 10, 20, 30, 40%, die sind zwar schön, aber nützen uns nichts, wenn der Wert der LPs, also der Liquidity Pools, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil zum Beispiel die Trader über alle Maßen profitabel dieses Protokoll nutzen, was natürlich wiederum in einem Verlust der Liquiditätsgeber mündet. Und hier ist definitiv festzustellen, dass der Wert dieser Liquiditätspools nach oben geht wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich habe noch nie in meiner jetzt 3-jährigen DeFi-Laufbahn Liquiditätspools gesehen, die so stabil und strikt nach oben laufen. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Einzelfällen. Das ist der USDC-Liquiditätspool, das ist der USDT-Liquiditätspool, der DAI-Liquiditätspool und hier bei den Staked ETH
Liquiditätspools sieht es auch nicht arg viel anders aus. Und bei den WE-ETH Liquiditätspool ist sogar die ganze Sache noch stabiler. Wir haben jetzt hier mal ausgerechnet, dass alle Liquiditätspools zwischen 4 bis 7% Wertsteigerung pro Jahr ebenfalls erfahren, was natürlich nochmal obendrauf auf die zuvor beschriebenen Renditen, die ihr über das Staking erhaltet, den ganzen Effekt und den ganzen Gewinn von euch in dieser Position sogar noch verstärkt. Das heißt, wir haben hier unseres Erachtens eine sehr konservative Möglichkeit gefunden, zum einen auf Stablecoins, aber auch auf Ether-Staking-Derivate, zum Teil zweistellige Jahresrenditen, zusätzliche Jahresrenditen zu erzielen und das nicht nur im Ethereum-Netzwerk, sondern sogar auf Arbitrum, sodass man hier sich auch keine Sorgen machen muss wegen eventuell zu hoher Transaktionsgebühren. Wenn euch das überzeugt hat, es gibt ausnahmsweise mal für dieses DeFi-Protokoll ein Empfehlungsprogramm. Unseren Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es wäre wirklich nett, wenn ihr diesen Link nutzt. Damit unterstützt ihr unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ihr habt dadurch keinerlei Nachteile. Wir sagen trotzdem schon einmal vielen Dank für die Nutzung. Zu guter Letzt können wir eigentlich nur noch sagen, dass das IPO-Protokoll einen extrem soliden und professionellen Eindruck macht. Das Protokoll bietet reale Rendite für konservative Investoren. Wir haben schon gesehen, dass zum Teil zweistellige Zusatzerträge auf Stablecoin und Ether-Investments möglich sind. Diese Interest Rate Swaps und die Staking Rate Swaps sind definitiv spannende Derivate, die wir, wie schon gesagt, nochmal separat beleuchten werden, um euch auch das volle Potenzial dieser Handelsinstrumente aufzeigen zu können. Uns hat das Protokoll definitiv umgehaut, weil es zum Teil unfassbare Möglichkeiten bietet, im DeFi-Bereich zu agieren. Abonniert auf alle Fälle den Kanal, wenn ihr die Folgevideos nicht verpassen wollt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und hat euch genauso umgehaut, wie es uns bei der Recherche umgehaut hat und würden uns freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann und macht's gut.